Ach, war das schön. Großartig. Meint ihr nicht? Liebe Lebenskünstler, ich bin Schwester Enrika. Und ich bin Schwester Franzi Marie und auf diesem Kanal sprechen wir mit euch über christliche Lebenskunst. Heute haben wir etwas für euch jenseits des Gewöhnlichen. In den letzten Wochen war unsere Gemeinschaft so ein bisschen Tag der offenen Tür. Wir haben am 21. November das Fest der Einkleidung unserer 8 Novizinnen hier gefeiert. Und rund um dieses Fest waren verschiedene Programmpunkte, auch für unsere Gäste, die dann hier waren, wo man unsere Gemeinschaft ein bisschen mehr auf die Spur kommen konnte. Also was macht uns aus, was ist uns wichtig und auch ein bisschen reinschauen konnte, wie sieht dieser Weg, der jetzt vor unseren neu eingekleideten Schwestern liegt, aus. In letzter Zeit hat uns ja auch die eine oder andere Frage mal erreicht, dass wir mal etwas erzählen könnten von unserer Gemeinschaft und die Hintergründe oder ein bisschen ein Blick hinter die Kulissen. Und wir haben einfach gedacht, das ist jetzt die Gelegenheit und die möchten wir jetzt gerne ergreifen. Ja, und wer könnte das besser erklären, was für uns eben wichtig ist oder was unsere Gemeinschaft ausmacht, als die Frau, die an der Spitze der Gemeinschaft steht, nämlich unsere Generaloberin, Schwester Alecha Slaughter. Sie hat die höchste Leitungsposition in der Gemeinschaft und wir haben sie am Tag vor der Einkleidung am Nachmittag ein Vorprogramm und da haben wir ein Interview mit ihr geführt. Zu ihrer Person, sie ist Chilenin und hat eben jetzt seit 11 Jahren dieses Leitungsamt. Wir haben sie ein bisschen ausgefragt. Wollt ihr das mal hören? Wir haben sicher manche Fragen, also wir haben uns auch welche schon überlegt und legen damit jetzt einfach los. Dieser Titel Ein Weg jenseits des Gewöhnlichen. Pause. Wo bin ich denn? Das passiert, wenn man keine Kameraperson hat. Es tut mir leid, in diesem Video bin ich einfach raus aus dem Bild gelaufen und deswegen seht ihr mich entweder gar nicht oder teilweise abgeschnitten. Ich hoffe, ihr kommt aber gut damit zurecht und verzeiht mir das. Kann wieder losgehen. Dieser Titel Ein Weg jenseits des Gewöhnlichen, das bezieht sich auch auf unsere Gemeinschaft. Das ist eine Gemeinschaft unter vielen anderen religiösen Gemeinschaften, aber unsere Gemeinschaft, finden wir, hat manche Besonderheiten und das wollten wir jetzt ein bisschen näher darauf eingehen. Was sind so die Besonderheiten von unserer Gemeinschaft? Wieso kann man sagen, das ist ein Weg jenseits des Gewöhnlichen? Ja, besonders in den heutigen Tagen und Zeiten ist ganz besonders jenseits vom Normalen, dass junge Frauen so einen Weg für sich selber wählen, ist nicht normal. Es ist normal, keine Sorge. Ich meine, es ist nicht das Gewöhnliche. Man denkt, diese jungen Frauen verlieren ihr Leben in diesem Kloster. Unser Kleid manchmal täuscht ein bisschen, dass wir so klösterlich oder hinter Mauern wohnen. Wir sind gedacht für die Welt und für heute. Und jede Schwester, sie dürfen arbeiten in der Welt. Als Krankenschwester, als Ärztin, als Rechtsanwältin, als alles Mögliche. Aber im Dienste des Apostolates, das ist unser Ziel. Das heißt, die Schwestern gehen in diesen Einzelposten sozusagen, aber nicht nur als ich, sondern ich als Schönstatt, ich als Maria in die Welt. Wir gehen und wir wollen etwas tun für die Gesellschaft, für die Menschen, auch für die Kirche. Und unsere nächste Frage dreht sich darum, was eigentlich die Aufgabe unserer Gemeinschaft ist. Also wo liegt ein Schwerpunkt, wenn man jetzt so überlegt oder man wird gefragt, was wollen die Marienschwestern? Ja, es gibt ein paar Definitionen, die klassisch sind für uns als Gemeinschaft. Aber ich möchte diese nicht benutzen, sondern ich sage in einem Bild. Es ist, als ob diese Gemeinschaft oder jede von uns das Bild von der Gottesmutter nicht als ein Bild dalassen, sondern uns aneignen von ihr Wesen, von ihrer Mütterlichkeit und ihrer
ihr Sein überhaupt und in die Welt tragen. Aber in uns, nicht als ein Bild. Ja, eigentlich ist unsere Aufgabe schon in unserem Namen enthalten. Das habe ich auch, als ich in die Gemeinschaft eingetreten bin oder bevor ich eingetreten bin, gemerkt, dass die Marienschwestern so eine Aura haben, eine besondere Ausstrahlung. Und ich habe mich gefragt, wo das herkommt oder was das ist. Und erst dann in der Gemeinschaft, als ich ein bisschen so mitgelebt habe, habe ich gemerkt, wo das herkommt. Und zwar hat es etwas damit zu tun, wie sie Maria sehen, wie sie miterleben und wie sie sich auch an ihr orientieren als Frauen, die Christus ganz eng auch angehören. Das gibt dann so eine bestimmte Atmosphäre, also ein Aroma. Ist aber auch eine Aufgabe, so wie Maria, da zu sein für Gott und für die Menschen, sozusagen eine Brücke zu sein zwischen Gott und den Menschen. Ja, und jetzt haben sich 8 junge Frauen für diesen Weg entschieden. Wie kommt man denn einfach auf so einen Weg oder wie sieht da auch die Begleitung aus? Auch das haben wir Schwester Alecha gefragt. Wie ist das? Also wie findet eine junge Frau ihren Weg in unsere Gemeinschaft? Von uns aus gesehen, also was gibt die Gemeinschaft an Hilfen oder hast du vielleicht ein paar Tipps, wie man da so seine Berufung auf die Spur kommen kann? Ja, was ich in den ganzen Jahren erlebt habe, ist, dass jeder Weg anders ist, je nach Person. Es ist keine allgemeine Motivation dafür. Ja, im Grunde es ist eine Weihe, eine Lebensweihe an Gott. Tipps. Das hätten wir immer so gerne, ein paar praktische Tipps. Ja, wenn jemand die Frage in sich spürt und geht nach, kann es so sein, kann ich mich selber vorstellen, oh nein, 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 nein. Aber die Frage lebt noch in der Seele, im Herzen. Aber normalerweise ist ein Kampf davor. Es ist nicht so leicht, weil jeder weiß, wer sich entscheidet, heiratet nicht, hat keine leiblichen Kinder, auch nicht. Ich denke, die Frage stellt Gott in unsere Herzen und wir müssen damit kämpfen, bis endlich eine Antwort kann. Kann auch sein, dass jemand sich die Frage hat und sich damit beschäftigt und irgendwann entdeckt, eigentlich nicht. Mein Weg ist anders. Aber sie ist ruhig damit. Dann ist es klar. Aber es ist schön, dass eine edle Frau sich die Frage gestellt hat, obwohl anders geht. Das Thema Freiheit ist in diesem Zusammenhang ja auch ein großes Thema. Unserem Gründer war die Freiheit ein sehr wichtiges Thema, also die Freiheitspädagogik. Und wenn wir uns jetzt so fragen, wie viel Freiheit ist denn auf dem Weg oder in einer religiösen Gemeinschaft überhaupt noch möglich? Oder ist da sehr vieles vorgegeben? Oder wie wird die Freiheit dann konkret umgesetzt und gelebt? Es ist ein wichtiges Element in unserem Leben. Es ist sehr schön in dem Sinne, dass wir natürlich einen Rahmen haben für unser gemeinsames Leben. Wenn wir 30 in der Filiale sind, natürlich essen wir alle gleich zusammen, weil sonst ist ein Chaos. Natürlich. Aber und jede Schwester kriegt für sie persönlich eine Aufgabe. Aber sie kriegt die Aufgabe, wird begleitet, aber sie wird nicht kontrolliert. Und zum Beispiel, wir beten eine halbe Stunde morgens, eine halbe Stunde nachmittags. Aber keiner kommt und sagt oder fragt, hast du schon die halbe Stunde gebetet? Und was hast du da in der halben Stunde gemacht? Das ist nicht. Und das gibt so ich bin verantwortlich für mein Leben. Ich habe alle Werkzeuge sozusagen bekommen, um heilig zu werden, wenn ich das will. Aber wenn ich das nicht will, keiner zwingt mich oder bestimmt, dass ich das und das machen soll. Und wie gesagt, im normalen Alltag keine Kontrolle. Und wenn jemand ein bisschen neugierig fragt, was hast du gelesen, gebetet oder gemacht, man wird ein bisschen unruhig, weil wir sind nicht daran gewöhnt. Und kurz dazwischen noch so, wie ist das zum Beispiel
wenn eine Schwester eine bestimmte Aufgabe hat oder eine Schwester kommt in die Gemeinschaft, wie ist das mit Studium oder mit sowas? Also wird das bestimmt von der Gemeinschaft oder darf sie dann sagen, was sie gerne machen würde? Ja. Was er gründen wollte, ist, dass jede Schwester etwas lernt. Sei es ein höheres Studium und wird Doktor oder etwas wie, sage ich mal, Verkäuferin oder so etwas. Jede Schwester muss wissen, ich habe was gelernt, ich habe etwas. Und ich bin etwas, ich kann etwas. Kann sein, normalerweise, dass sie das für das Apostolat benutzt. Kann auch sein, dass sie im Moment nicht benutzt, weil andere Notwendigkeiten das sind oder Bedürfnisse. Aber irgendwann vielleicht schon. Und ihr selber, ihr habt gelernt, was ihr wolltet, im Sinne, wenn die Gemeinschaft bestimmt, dass eine Schwester zum Studium geht, natürlich muss das der Neigung der Schwester entsprechen und auch ihr Willen. Man kann nicht sagen, du studierst Chemie und die arme Schwester hat keine Ahnung davon und will auch nicht. Das hat keinen Zweck. Ist alles klar? Ja gut, dann sagen wir ein ganz herzliches Dankeschön, Schwester Erlicher, dass du zu uns gekommen bist und auf unsere Fragen geantwortet hast und auch auf den Fragen aus dem Publikum. Das war jetzt sehr schön und wir freuen uns, denke ich, mit dir auf unsere neuen Geschwister, die morgen früh zu uns kommen. Ja. Ja, und ja. Das war wirklich ein sehr schöner Nachmittag und dann auch die Einkleidung selber am nächsten Tag war ein strahlendes Fest, ein gnadenhaftes Ereignis. Und ihr habt jetzt einfach auch einen Einblick bekommen in unsere Gemeinschaft, wofür es uns gibt und was uns wichtig ist. Wir haben sicher nicht alle Fragen beantwortet, die ihr habt, aber vielleicht so die eine oder andere. Wer gerne noch mehr wissen will oder Fragen loswerden will, ihr könnt ja gerne in die Kommentare hier unten drunter was schreiben oder uns auch über Instagram per DM, wenn ihr das persönlich machen wollt, uns auch da schreiben. Sehr gerne. Dann wünschen wir euch jetzt einen ganz schönen, gesegneten Advent und bis in ein paar Wochen. Tschüss!